Hallo ihr Lieben, liebt ihr auch weiße Schuhe? Dann kennt ihr bestimmt dieses Problem. Nach kurzer Zeit sehen die Schuhe so aus. In meinem Video werde ich dir zeigen, wie du in nur 30 Minuten deine Schuhe reinigen kannst, so dass sie wieder so schön weiß sind. Also lasst uns direkt loslegen. Ich habe für mich hier so einen alten Handtuch vorbereitet und den lege ich hier hin, um den Teppich zu schützen. Und dann brauchen wir die Schuhe und erst die Schnürsenkel entfernen. Die werden dann später separat gewaschen. Als erstes brauchst du eine Schuhbürste oder irgendwas ähnliches, eine ähnliche Bürste. Nur ganz kurz mit der Bürste, ganz wichtig, die Gummiteile schrubben, so dass wir diese ganz getrocknete große Stücke an Schmutz entfernen können. Und dann brauchen wir noch das Reinigungsmittel für diese Gummiteile. Und dafür habe ich hier Natron und Spülmittel. Dazu werde ich auch noch etwas Wasser geben, aber erst ungefähr eine halbe Esslöffel Natron und etwas Spülmittel und eine Esslöffel Wasser. Es muss jetzt nicht so präzise sein, aber ungefähr so, dass man dann so eine pastenartige Konsistenz hat. Und ich verwende für das Reinigen gerne eine alte Zahnbürste. Und jetzt einfach erst die ganze Gummisohle hier, die Teilen hier mit dieser Mischung reinigen. Ich würde dir auch empfehlen, direkt so eine Waschlappen dabei zu haben, schmutzige Wasser direkt zu entfernen. Dann siehst du auch direkt, wie es aussieht und kannst dann diese Stelle nochmal reinigen. Also jetzt habe ich den ersten Schuh, die Gummiteile von dem ersten Schuh einmal gereinigt und ich hoffe, man sieht so den Unterschied. Schon sowas Kleines, finde ich, macht einen richtig großen Unterschied. Und was ich jetzt mache, ich werde mit der gleichen Paste den zweiten Schuh auch anreiben und reinigen. Danach werde ich eine neue Paste mir herstellen und auch die Bürste reinigen und nochmal einmal die Gummiteile damit anreiben, reinigen. Es kann sein, dass dir schon diese erste Schicht reicht. Ich will das zweimal machen, dann sind die Schuhe ganz schön sauber und weiß. Jetzt habe ich bei den Canvas-Schuhen die Gummisohle gereinigt und die sehen schon jetzt richtig schön aus, was so eine kleine Sache macht. Die sind natürlich noch nicht vollständig gereinigt, aber ich finde, die sehen schon jetzt viel besser aus. Diese Canvas-Teil werde ich dann später in Waschmaschine waschen. Deswegen werde ich jetzt mit den zweiten Schuhen weitermachen und bei denen auch die Sohle reinigen, weil ich die dann zusammen mit den anderen in die Waschmaschine packe. Aber erst bei denen auch die Schnürsenkel jetzt entfernen und die Gummisohle reinigen. Und auch wenn die Schuhe so andere Gummiteile haben, wie diese Laufschuhe, die haben hier auch so Teile und die Canvas-Schuhe haben diese Teil hier. Dann kann man diese auch wunderbar mit dieser gleichen Waschmittel reinigen. Nur vorsichtig, dass nicht viel auf dem Stoff landet. Und jetzt, weil ich noch etwas von meiner Reinigungsmittel übrig habe, werde ich damit jetzt anfangen und den ersten Schicht oder ja, den ersten Schicht reinigen und danach nochmal ein sauberes machen und damit nochmal reinigen. Das gleiche Prozess wie auch bei den Canvas-Schuhen. Und jetzt habe ich diese auch gereinigt und bei denen sieht man auch, wie viel schöner die direkt aussehen, nur wenn man die Sohle reinigt. Und wie gesagt, den Rest macht dann die Waschmaschine. Ich bin gespannt, wie gut die schafft, weil die Schuhe so etwas dunklere Flecken haben. Aber ich werde es jetzt versuchen, nur mit der Waschmaschine. Man könnte eigentlich hier auch die Teile leicht mit der gleichen Paste anreiben, leicht anreiben und dann so lassen und danach abwischen. Aber ich werde es jetzt so einfach machen wie möglich und einfach mit der Waschmaschine versuchen. Aber davor müssen wir noch die Bodensohle auch reinigen, so dass
kannst du auch mit der Bürste reinigen, wenn es sehr verschmutzt ist. Sonst einfach abwischen und dann ab in die Waschmaschine. Die Schnürsenkel in ein separates Waschbeutel geben. Auch die Schuhe in ein Waschbeutel legen. Ich hatte nur einen passenden zur Hand und habe deshalb beide Schuhe in denselben gegeben. Du kannst sie aber auch in 2 separaten Beuteln waschen. Dann alles zusammen in die Waschmaschine geben. Feinwaschgang und Kurzprogramm wählen und den Schleudergang auf maximal 400 Umdrehungen stellen. Die passende Menge Waschmittel hinzufügen. Ich habe zusätzlich noch Hygienespüler verwendet und den Waschgang starten. Wichtig, die Schuhe nach dem Waschgang sofort herausnehmen und zum Trocknen aufstellen, damit sie nicht lange feucht bleiben. Das Waschergebnis verändert sich beim Trocknen noch. An dieser Stelle ist der Stoff durch die Feuchtigkeit noch dunkler, als er später sein wird. Das Endergebnis zeige ich euch gleich am Ende des Videos. Jetzt werde ich die Schuhe trocknen lassen. Bei den Laufschuhen lasse ich die einfach so trocknen. Die verlieren die Form nicht. Bei den Canvas-Schuhen mag ich irgendwas in die Schuhe reinzustopfen. Irgendein Stoff, alte Tücher oder Socken oder irgend sowas. Einfach so, dass die Schuhe die Form nicht verlieren und dann an einem gut gelüfteten Ort, wie auf dem Balkon zum Beispiel, trocknen lassen. Und wichtig, nicht direkt in den Sonnenlicht, sondern von Sonne geschützt trocknen lassen, bis die Schuhe vollständig getrocknet sind. Und weil der Stoff gerade noch etwas feucht ist und dadurch ist die Farbe nicht ganz so, wie es dann nach dem Trocknen sein wird, werde ich euch das Endergebnis noch nach dem Trocknen zeigen. Jetzt ungefähr 24 Stunden später sind die Schuhe schon komplett trocken. Ich habe noch heute Morgen diese Tücher aus den Canvas-Schuhen entfernt. Die waren richtig nass. Ich denke, dass die auch das Wasser absorbieren und dadurch werden die Schuhe auch schneller trocken. Bei den Laufschuhen braucht man das nicht, weil dieser Stoff nicht so dick ist und mit der Lüftung werden die auch dann viel schneller trocknen, aber bei den Canvas-Schuhen würde ich das wirklich empfehlen, so trocknen die dann viel schneller. Und ich muss sagen, dass es gut ist, dass ich gewartet habe und erst jetzt euch dann die Endergebnis zeige und auch meine Meinung dazu sage, weil gestern war ich super zufrieden mit den Laufschuhen und das bin ich immer noch. Die sind richtig gut gereinigt geworden und die sind richtig schön sauber und weiß. Ich zeige nochmal so etwas näher. Aber wie gesagt, das habe ich schon vielmals gemacht und ich war auch nicht überrascht, dass die so gut gereinigt wurden. Bei denen war ich gestern noch etwas enttäuscht, weil das Ergebnis nicht so gut aussah, zumindest nicht bei dem Stoff. Der Stoff war nass und ich denke, dadurch sah es viel dunkler aus. Heute habe ich dann die Schuhe mir angeschaut und ich war total voller Freude, weil die sehen richtig schön aus. Klar, die sehen nicht wie neu aus und da sind auch Stellen, wo die Flecken geblieben sind und so dunkle Stellen und natürlich ist auch der Stoff jetzt nicht so wie beim neuen Schuhen, aber die sind richtig schön weiß geworden und das mit nur 30 Minuten meiner Zeit. Für die beiden Schuhe habe ich ungefähr 30 Minuten gebraucht, um die Gummisohle zu reinigen und der Rest hat ja dann die Waschmaschine gemacht. Ich bin total begeistert. Ich zeige auch diese so etwas näher. Die sind richtig schön hell weiß geworden. Und jetzt freue ich mich umso mehr, die Schuhe jetzt im Sommer zu tragen. Aber trotzdem, wenn du noch zusätzliche Tipps für mich hast, wie man das Canvas noch etwas mehr reinigen kann, besser reinigen kann, dann bitte schreib mir in die Kommentare und ich würde mich sehr freuen und werde dann diese Tipps auch beim nächsten Mal testen. Ich hoffe, ich konnte dich mit meinem Video helfen und inspirieren, deine Schuhe so zu reinigen und wieder schön sauber zu kriegen. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Danke, dass du dabei warst.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.